Moin, liebe Kraut. Heute in Krypto mal ganz einfach. Was ist eigentlich eine Blockchain? Wie unterscheidet sich eine Blockchain von den herkömmlichen verteilten Anwendungen? Was sind eigentlich die Vorteile und was muss ich beachten, wenn ich mit einer Blockchain interagieren bzw. sprechen möchte? Alles das nach dem Intro. Bevor wir jetzt also in die Untiefen der Blockchains einsteigen, hier nochmal ein Vergleich der alten und der neuen Welt. Ich habe extra Web 1.0 weggelassen, weil es sich da lediglich um statische Internetseiten handelt. Ihr kennt alle die Services, die wir aktuell so nutzen, PayPal, Amazon Web Services oder aber auch die Office-Produkte, die wir durchaus im Web nutzen können. Das Ganze nennt man Web 2.0, meist zentralisiert, das heißt von Menschen oder Unternehmen kontrolliert. Wohingegen Web 3.0 versucht, das Ganze dezentral mit sogenannten Blockchains zur Verfügung zu stellen und das Ganze soll auch autonom sein. Das heißt, die Kontrolle fällt hier weg. Und wir sehen sowohl auf der linken, also bei Web 2.0, als auch bei Web 3.0, dass wir Finanzservices haben, dass wir Cloud-Services haben, hier bei Web 3 mit IPFS und dass wir auch sogenannte Operating Systems haben, nämlich die Blockchains. Und das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Bei den Blockchains kann man drei Arten von Blockchains unterscheiden. Einmal Proof of Work, Proof of Stake und Proof of Authority. Während die letzte nicht so häufig genutzt wird, weil es mehr eine Private Chain entspricht, sind die anderen beiden sehr, sehr bekannt. Proof of Work für Bitcoin und immer noch Ethereum und Proof of Stake bei ganz vielen anderen Plattformen, die wir als Ethereum-Klone oder aber neue Blockchains kennengelernt haben. Der Unterschied von Proof of Work zu Proof of Stake ist, dass die Rechenleistung bei Proof of Work extrem hoch ist, um einen Hash für die Erzeugung eines Blocks zu berechnen. Das Ganze führt dann auch dazu, dass Proof of Work etwas langsam ist, also sehr wenig Transaktionen in einer bestimmten Zeit verarbeitet werden können. Proof of Stake hingegen ist sehr, sehr viel schneller. Allerdings muss man hier, wie der Name schon sagt, einen Stake, also einen Anteil des Protokolls erwerben oder bereitstellen. Große Protokolle und Node-Provider haben hier mehrere hunderttausend oder Millionen an Stake des nativen Coins zur Verfügung gestellt, damit sie überhaupt als Validatoren auftreten können. Schauen wir uns einmal an, wie das Ganze jetzt aufgebaut ist. Wie der Name schon sagt, ist die Blockchain eine Verkettung von Blöcken. Und ihr seht es hier auf der linken Seite, dass eben der letzte Block mit dem Vorgängerblock verkettet ist, mit dem Vorgängerblock verkettet ist und so weiter. Und das macht auch Sinn, nämlich aus Sicherheitsgründen. Der Block, den ich jetzt gerade markiert habe, besitzt nämlich den Hash des Vorgängerblocks. Und ein Hash ist im Prinzip eine Prüfsumme des Inhalts. Sollte sich also der Inhalt dieses Vorgängerblocks verändern, wäre der Hash ein anderer und würde nicht mehr zu dem Hash passen, der in diesem letzten Block enthalten ist. Das macht das Ganze sicher und wird durch sogenannte Miner oder Node Validator sichergestellt. Wenn wir jetzt uns einen Block anschauen, dann beinhaltet ein Block immer mehrere Transaktionen und diese Transaktionen wurden im Vorfeld überprüft, das heißt validiert, bevor sie in einen solchen Block geschrieben werden. Und eine Transaktion ist eine Aktion oder eine Zustandsänderung, die wir herbeiführen, wenn wir das Protokoll nutzen. Also beispielsweise Coins versenden von einem Wallet zu einem anderen oder aber eine DeFi-Plattform zum Swappen von Token. Damit eine Dezentralisierung überhaupt gewährleistet werden kann, reicht natürlich nicht ein Server. Das wäre viel zu wenig. Es reicht auch für gewöhnlich nicht die Anzahl an Nodes, die ich hier aufgezeichnet habe, aber ihr bekommt einen Eindruck davon, wie es gemeint ist. Es sind sehr viele Nodes und die Anzahl ist durchaus unterschiedlich, wie wir später noch sehen werden, die sozusagen die Dezentralisiertheit einer Blockchain ausmachen. Weiter könnt ihr sehen, dass diese Kreise, also diese Nodes, mit anderen Nodes verbunden sind.
aber nicht jeder mit jedem. Das ist auch nicht notwendig und würde nur zu einer Verlangsamung des Systems führen. Warum sind die miteinander verbunden? Nun, die Information muss immer synchronisiert werden. Das heißt, die Nodes, die zur Validierung herangezogen werden, brauchen aktuelle Informationen, also einen aktuellen Status der Blockchain. Und das wird dadurch gewährleistet, dass sie eben miteinander verbunden sind. Was macht jetzt so ein Knoten eigentlich? Also wenn wir hier uns den Node Provider oder Miner anschauen, dann ist dieser zunächst mal dafür verantwortlich, Transaktionen zu validieren. Und diese Validierung läuft so, dass sich der Node Provider die Transaktion anschaut und überprüft, ob diese mit dem Status der Blockchain Sinn machen. Und wenn diese Validierung abgeschlossen ist, dann gibt es einen Check und wird zurück an die Blockchain gemeldet. Das Ganze könnte dann ungefähr so aussehen und wir sehen, dass 4 Node-Provider hier einen Check zurückgegeben haben. Ein Node-Provider allerdings gesagt hat, nö, ist alles falsch, das können wir so nicht durchgehen lassen. Aber auf der Blockchain ist es wichtig, dass wir einen Konsens erreichen. Also Konsens heißt, es darf nicht einer aus diesem Konsortium mit einer Ablehnung letztendlich durchkommen. Dazu hat man Algorithmen verwendet, die man byzantinische Fehlertoleranz nennen. Und diese Fehlertoleranz, wie wir sie auch hier jetzt vorfinden, reicht vollkommen aus, um einen Konsens zu finden, der gut genug ist, um das Ganze als wahr anzuerkennen. Der rote Node Provider könnte auch durchaus kriminelle Energie besitzen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, okay, das scheint aber ganz schön aufwendig zu sein. Wahrscheinlich muss man die Node Provider ja irgendwie entlohnen dafür, dass die sowas machen. Genau. Erstens müssen wir die entlohnen und zweitens, wer muss es machen? Ja, wir natürlich. Wer sonst? Ja? Und ihr habt es auch schon kennengelernt, wenn ihr schon mal eine Transaktion mit eurer Wallet abgeschickt habt. Für eine Transaktion fallen nämlich immer Gebühren an und diese Gebühren müssen wir bezahlen. Dafür, dass die Transaktion validiert wird, dafür, dass die Transaktion in den Block geschrieben wird, weil damit wird unsere Transaktion letztendlich erfolgreich abgeschlossen. Und zusätzlich kriegen wir auch noch die Möglichkeit des Zugriffs auf diese Blockchain. Und da ist es durchaus gerechtfertigt, dass der Node Provider entlohnt wird. Aber schauen wir uns die Verarbeitung der Transaktion noch einmal ganz genau an. Wir haben hier 4 Nutzer. Nutzer 1 schickt Transaktion 1 mit 1 Dollar Gebühren. Transaktion 2 hat schon 2 Dollar Gebühren. Transaktion 3 spendet sogar 4 Dollar Gebühren und Transaktion 4 hat 3 Dollar Gebühren. Und diese Transaktionen werden jetzt nicht einfach in zeitlicher Reihenfolge verarbeitet durch die Node Provider. Nein, die gelangen erstmal in einen sogenannten Memory Pool. Und dieser Memory Pool oder auch Transaction Pool ist durchaus sinnvoll, weil sehr viele Transaktionen an die Blockchain gesendet werden können und wichtig ist, dass die Verarbeitung dann ganz gezielt erfolgen kann. Wie wir am Anfang gesehen haben, gibt es einige Blockchains, die nicht so viele Transaktionen verarbeiten können. Das heißt, es ist normal, dass viele Transaktionen im Mempool landen. Und aus diesem Mempool oder Transaction Pool holt sich der Node Provider jetzt für die Erzeugung eines Blocks einige Transaktionen raus. Und das passiert nicht willkürlich, sondern da wird immer geschaut, wer gibt denn am meisten Gebühren mit. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass im Endeffekt Transaktion 3 mit den 4 Dollar Gebühren zuerst in den Block geschrieben wird, dann Transaktion 4, Transaktion 2. Ihr habt es verstanden, denke ich. Und wenn ihr schon einmal erlebt habt, dass eure Transaktion in der Wallet auf Status Pending steht und das in einem Netzwerk, welches eigentlich für hohe oder schnelle Verarbeitung bekannt ist, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass eure Transaktion sich im Bodensatz des Memory Pools wiederfindet. Und wie ihr das Ganze beschleunigen könnt, das seht ihr hier. Da haben wir ein Video zu gemacht, wie ihr zum absoluten Gebührenprofi werdet. Also reinschauen. Was wir jetzt gelernt haben, wollen wir doch nochmal überprüfen. Dazu schauen wir uns einige Blockchains an, deren Art und
wie viele Node-Provider bzw. Miner diese denn haben und ob sie damit dezentralisiert sind. Der Anfang macht Ethereum aktuell immer noch Proof of Work Blockchain mit 10.000 Nodes, die auch sehr, sehr dezentral sind. Ihr könnt es unten an den bunten Kreisen erkennen. Hier wird keine Kontrolle ausgeübt. Jeder Node-Provider ist ein anderer. Insofern kann man hier von hoher Dezentralität sprechen. Polygon ist ein Ethereum-Klon und verwendet Proof of Stake. Das heißt, man muss Matic staken, um Node-Provider werden zu können. 100 Nodes machen die Blockchain aus und man kann auch hier von einer hohen Dezentralisierung sprechen. Avalanche ist ebenfalls Proof of Stake mit einer großen Anzahl an Knoten, nämlich über 1000, somit auch sehr dezentral. Es gibt einige Besonderheiten bei Avalanche, auf die ich jetzt nicht eingehen kann. Wenn ihr euch dafür interessiert und wir ein Video dazu machen sollen, dann schreibt bitte einen Kommentar dazu. Terra Luna ist ebenfalls Proof of Stake. Der Aufbau der Blockchain basiert auf Cosmos und Tendermint als Konsensusmechanismus. Wenn ihr dazu mehr Informationen haben wollt, ihr wisst schon, Kommentar, dann klappt das. 130 Nodes haben wir hier dezentral, genau wie die anderen Proof of Stake Blockchains. Phantom ist ebenfalls Proof of Stake, hat 78 Nodes und damit ebenfalls dezentral. Wie ihr sehen könnt, eine Besonderheit ist, dass Phantom einen sogenannten ABFT-Konsensusmechanismus verwendet. Was heißt das denn jetzt? Die anderen Blockchains, die wir uns angeschaut haben, die verwenden BFT, steht für byzantinische Fehlertoleranz. Bei Phantom ist das Ganze noch asynchron. Wenn ihr, ja, ihr wisst, ein Kommentar reicht vollkommen aus. Und dann haben wir natürlich noch die Binance Smart Chain. Sehr populär, hat nur 21 Nodes, deswegen ist das Ganze auch in Rot markiert. Und ihr seht oben POSA, also Proof of Stake and Authority, wie illustriert. Das Ganze wird also kontrolliert. Ja, wahrscheinlich von Binance, ganz genau weiß man das nicht. Es wird aber gemunkelt. Es ist aber so, wenn ihr Node-Provider werden wollt, dann müsst ihr einige Auflagen erfüllen. Also zunächst mal müsst ihr die Infrastruktur zur Verfügung stellen und einen Node installieren. Check. Das kriegen wir alle noch ohne Probleme hin. Des Weiteren braucht ihr aber selber 10.000 BNB. 10.000 BNB dürften so 4 Millionen oder sowas sein. Und zusätzlich müsst ihr, was das Staking von BNB anbetrifft, zu den 21 größten Staking-Pools gehören. Der Platz 21 geht aktuell mit schlappen 700 bis 800.000 BNB durch. Also hier kommt noch mal einiges auf euch zu, bevor ihr wirklich bei Binance Smart Chain Node Provider werden könnt. Das Ganze gibt es natürlich auch bei Cronos. Cronos ist die Blockchain von Crypto.com, ebenfalls Proof of Stake, ohne Authority. Es gibt 20 Nodes, ist jetzt auch nicht die Welt. Aber um Node-Provider werden zu können, braucht ihr hier, wenn ich es richtig recherchiert habe, so etwas um die 50.000 Crow. Ja, das ist durchaus etwas einfacher zu erreichen als bei Binance Smart Chain. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass bitte ein Like da und abonniere den Kanal. Wir machen dich hier fit für DeFi und die Crowd. Und wenn du mal ordentlich an der Glocke ziehst, dann hast du die erste Hürde zum DeFi-Profi bereits genommen. Crowd out.